Willkommen bei Auf Hoch 2 Dialog. Und heute hier im Cinema Quadrat Mannheim habe ich jemanden zu Gast, den ich schon ganz zu Anfang von Auf Hoch 2 auf meiner Interviewliste hatte. Und jetzt hat es tatsächlich geklappt. Und es ist, man kann es durchaus sagen, frei nach Drews, der König der Super-8-Sammler. Herzlich willkommen, Andreas Schmielewski. Hallo Joachim, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat endlich. Du bist ja auch Mann der ersten Stunde bei Auf Hoch 2. Nicht nur, dass ich viele deiner Cover-Grafiken von deiner Website auf meiner verwenden durfte, sondern viele der super seltenen Filme unter der Rubrik Retro auf meinem YouTube-Kanal stammen ja von dir. Danke dafür nochmal an der Stelle. Gerne. Immer wenn ich was finde, gebe ich es dir. Das ist super. Haha, hat er jetzt gerade wieder gemacht. Kommt noch was. Tja, also, mein König, ich habe ja die Bezeichnung nicht ohne Grund gewählt. Ja? Denn du bist, sage ich mal, ein Unikum in der Super-8-Sammlerszene. Denn du engagierst dich in ganz vielen Bereichen für das Format. Also ich fange mal an aufzuzählen und hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Ah, okay. Also du schreibst Artikel über Super 8, aktuell für die Sammlerzeitschrift Movie, hast aber auch schon für Kiosk-Zeitschriften geschrieben, wie zum Beispiel die Retro. Oder auch Kult. Oder auch Kult. Ah ja, stimmt, Kult, genau. Daneben unterstützt du das spanische Hochglanzmagazin Super 8ers mit Know-how, Bildmaterial und du bist zuständig für die deutsche Übersetzung. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht, das kann ich in den Shownotes dann zu diesem Video unten verlinken. Ebenso mit Material unterstützt hast du den Fachbereich Filmwissenschaften der Universität Mainz beim Forschungsprojekt Digital Hub. Da haben wir uns ja auch schon mal getroffen. Genau. Du verkaufst regelmäßig Super 8 Filme auf eBay in nicht unerheblichen Quantitäten. Ja. Und dann findet man noch einige deiner Super 8 Schnittfassungen als Extra auf Blu-ray-Veröffentlichungen von entsprechenden Filmtiteln. Das stimmt. Und das hat ja auch gute Gründe, denn der Hauptgrund dafür, dass du für mich der König der Super 8 Sammler bist, liegt daran, dass du die größte Sammlung an Super 8 Filmkopien deutschlandweit besitzt, vielleicht sogar Europa oder weltweit. Die erste und sicher auch die häufigste Frage, die dir in dem Zusammenhang gestellt wird, lautet: Wie viele Filme hast du denn in deinem Archiv? Ich habe ehrlich gesagt noch nie gezählt. Also es müssen um die 15.000 Rollen sein. Jo, das ist enorm. Wann hast du denn mit dem Sammeln angefangen? Ich war 14. Und ich habe beim Nachbar einen Projektor gekauft und da waren 3 Slapstick-Filme bei. Und damals gab es ja noch kein Internet. Und es gab im Grunde eigentlich gar nichts. Ich wusste auch nichts. Ja, und es gab keine Fotogeschäfte, man konnte nirgendwo Filme kaufen. Also war total schwierig, da dran zu kommen. Ja, die ersten Filme habe ich bekommen durch Zeitungsannoncen. Das war so der Anfang. Das war der Anfang, bis heute. Das Bis heißt, heute. Wie viele Jahre sind es dann in Summa summarum? Ja, das sind jetzt bald fast 40 Jahre. Ja, das war jetzt eine Bald. Suggestivfrage. Bei der Größe deines Archivs mal so eine ganz praktische Frage von Sammler zu Sammler. Ich meine, bei dir in deinem Lagerraum stapeln sich die Filme ja teilweise Meter hoch. Ja? Kriegst du da eigentlich diese klassischen Alterserscheinungen noch mit? Also Rotstich sieht man ja klar erst, wenn man mal die Filmrolle wieder ausbaut, aber Essig-Syndrom zum Beispiel. Also wenn da ganz unten einer anfängt zu schmurgeln, kriegst du das mit oder ist das Also dann ich sag mal so, die meisten Kopien, ihr Ufer, Marketing und so, die haben ja gar kein Essig-Syndrom. Wenn, dann ist es höchstens Piccolo. Und Piccolo ist es so, dass ich manchmal einfach die Filme rausräume und mal ab und zu dran rieche. Ich habe auch schon mal Essig-Kopien gehabt, zum Beispiel Xanadu oder die üblichen Verdächtigen, so Horrorfilme, die es damals gegeben hat. Und die versuche ich dann immer auszutauschen, ja, also dass ich dann bessere Kopien bekomme. Manche Sammler pflegen ja ihre Kopien mit Filmguard oder anderen Pflegemitteln. Machst du das auch? Nein. Was ich mache, ist, wenn Filme geschrumpft sind, also mal nicht mehr so gut laufen, oder generell, wenn ich es immer schmutzig habe, reinige ich die mit Silikonöl. Und das pappt dann nicht? Nein. Das Silikonöl, also ist ein dünner Film, kommt da drauf. Der Film wird ganz schmeidig und weich und das hält Jahrzehnte. Man braucht das nur einmal machen und dann nie mehr. Dann läuft der Film wie Butter durch die Projektoren. Und vor allen Dingen
es schadet dem Film nicht. Weder der Tonspur noch dem Film. Ich habe das vor 30 Jahren teilweise bei Filmen gemacht. Die laufen noch immer wie ein kleines Kätzchen. Das war ein heißer Insider-Tipp, Leute. Cool, interessant. Wie oft schaust du denn Super 8-Filme? Ja, ich würde sagen, fast täglich. Also es gibt so 1, 2 Tage in der Woche, wo ich mal nicht gucke, aber eigentlich so irgendwie mal einen Trailer oder mal einen Einteiler oder so, mal eine Komplettfassung ab und zu gucke ich schon. Ja. Du hast ja sicher Filme, von denen hat wahrscheinlich noch nie jemand was gehört. Oder die sind so selten, dass man vielleicht davon gehört hat, aber noch nie gesehen hat. Was sind denn so die 5 spannendsten Titel, die du aus deiner Perspektive in deinem Archiv hast? Ja, das sind natürlich die Umkehrkopien, wo es nicht viele von gibt. Die Police Academy komplett oder The Wild Bunch komplett. Dann habe ich der Pate von Harlem hier den Dreiteiler, das ist eine Testkopie von CMV. Dann gibt es noch so Cartoons, die man so nicht kennt, so ungarische Cartoons. Die sind auf Polyester kopiert worden. Wo die herkommen, keine Ahnung. Habe ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Oder was ich natürlich auch toll finde, alte Tex Avery Cartoons. Ja, da gibt's so viele Sachen. Blues Brothers, der zweite, finde ich auch klasse. Okay. Und was wären so deiner Meinung nach die 5 miesesten Filmkopien, die du bei dir zu Hause hast? Oh, da habe ich vor kurzem erst noch einen geguckt, Blood Mania. Wo das Cover richtig entsprechend war und der Film war so schlecht, wirklich, der war als Zweiteiler schon schlecht. Und komplett kann man sich den gar nicht antun. Vergewaltigt ist auch so ein Teil. Oder Heino, Lieder der Berge. Man könnte jetzt denken, Heino, machen sie die coolen Songs drauf. Nein, da machen sie auf der Rolle die schlechtesten Lieder ever. Ja, und dann gibt es noch so, da habe ich so einen Film mit so Plätzchenbacken, so eine Doku mit Plätzchenbacken. Ganz schlecht. Ich habe den nur behalten, weil er halt so selten ist. Ja, und was habe ich denn noch? Eine Liebesgeschichte mit Hildegard Knef. Toller Film, aber auf Super 8, 60 Meter, schwarz-weiß stumm. Ja, okay. Da frage ich mich, versteht kein Mensch, keine Untertitel drin, nix. Warum bringt man sowas raus? Ja, ich glaube, also da habe ich, glaube ich, auch was, Krieg und Frieden in der 60 Meter Schwarz-Weiß-Stummfassung mit Audrey Hepburn. Die ist, glaube ich, einmal kurz zu sehen. Ja, ganz kurz, den habe ich mal vertont. Ja. Kennst du eigentlich jemanden, der ähnlich viele Filme hat wie du in seinem Archiv? Also so viele Filme nicht. Also ich kenne einen, der sehr viele Schnittfassungen hat, aber Komplettfassungen eher nicht. Vielleicht im Ausland gibt es so den einen oder anderen, der auch viele Filme hat. Aber ich glaube, so in dem Umfang, also so auch in dem Genre, so breit gefächert, ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. Nee. Ja. Kannst du den Wert deiner Sammlung beziffern? Ich habe mal probiert, das aufzuschreiben, was die aktuellen Preise sind. Also ich glaube, wenn man sie einzeln verkaufen würde und würde sich dafür Zeit nehmen, ich denke mal, so 300.000, 400.000 Euro kriegst du bestimmt da raus. Also wenn du dir Zeit nimmst, also Trailer einzeln verkaufst. Schon klar. Vielleicht kriegst du auch mehr raus. Ich weiß nicht mal. Du weißt ja, die Ebay-Preise sind ja abgeschossen. Ja. Bei manchen Trailer gehen für 130 Euro weg, für einen Trailer. Ja. Teilweise gehen sie jetzt auch wieder runter, habe ich festgestellt. Ja, das ist verrückt. Also es ist wie Aktien. Ja. Also neben deinen gedruckten Artikeln, von denen ich vorhin ja gesprochen habe, bist du auch noch in anderen Medien aktiv. Ja, und das zum einen, und das bereits schon lange, mit der Webseite super8rezensionen.de, deren Pflege und Weiterführung du, wenn ich mich nicht täusche, 2016 übernommen hast von Robert Weidemann. Ja, der hat mich gefragt. Er meinte, ich wäre der Einzige, der das machen kann. Und da ich ihn vorher schon unterstützt habe mit Covern und Katalogen und so, und dann hat er irgendwann gesagt, er möchte nicht mehr. Und da hat er mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und er sagte auch, ich wäre der Einzige, der das machen könnte. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und für die Seite jetzt noch nicht kennen, vielleicht gibt es ja jemanden da, was findet man denn auf deiner Webseite? Ja, da gibt es erstmal eine Katalogübersicht. Also über alle so Firmen, die es damals gegeben hat. Es sind noch nicht alle Kataloge drin. Ich habe noch sehr viele, habe ich nie gescannt, keine Zeit für gehabt. Und dann gibt es natürlich Rezensionen zu Spielfilmen, Cartoons, Trailern. Und da könnte man unendlich weitermachen, ja, aber man muss einfach die Zeit dafür haben. Und ich glaube, ich mache persönlich manchmal zu viele Sachen, ja, dass ich das ein bisschen vernachlässigen muss. Ja, also ich meine, ich gehe auch immer wieder auf deine Seite, gerade zum Beispiel, um zu überprüfen für einen Film, den ich mir vielleicht kaufen will, was steht dazu. Ne? Das ist ja ein Riesenarchiv mit Rezensionen zu Super 8-Filmen, die auch alle auf dem Punkt sind. Weißt du, wie viele Besucher du im Monat hast auf der Seite? Also ich habe im Jahr um die 500.000. Um die 500.000, das ist enorm. Das ist enorm, ja, muss man echt sagen. Ja. Eine Webseite funktioniert ja manchmal auch wie so eine Art digitale Visitenkarte. Ja. Ist es bei dir auch so,
dass Interessenten, die dich eigentlich noch nicht kennen, über die Webseite auf dich aufmerksam werden und dich ansprechen? Ja, also ich bekomme, also mindestens 2, 3 Mal die Woche kriege ich irgendwie eine Mail, dass mir einer was fragt. Teilweise beschweren sich auch mal, dass irgendwie ein Link sich nicht öffnet, weil ein Cover nicht mehr geht. Warum, wieso, weiß ich dann nicht, muss ich dann nachgucken. Was ich auch schon habe, dass dann Leute mir Sammlungen schenken wollen oder mir verkaufen wollen. Oder dass halt Anfragen kommen von Filmfirmen, können Sie uns die Super 8-Fassung leihen für die Blu-ray, für die DVD. Solche Sachen. Also es kommt ständig irgendwas. Oder ich habe zum Beispiel schon ganz viele Cover und Fotos auch gegeben für Bücher. Da ist ja das Elvis-Buch rausgekommen, das Indiana Jones-Buch, da habe ich Sachen gegeben und viele andere Sachen. Ja, also hier, jetzt auf Video, da habe ich auch ganz viele Cover beigesteuert. Und so, also da helfe ich dann auch immer weiter. Also kommt ständig irgendwelche Anfragen oder so oder Infos, die ich zum Teil selbst nicht weiß und wo mir einer sagt, hör mal, da ist der Text falsch, da gehört noch der Schauspieler rein und so. Ja, das ist... Es gibt auch nicht nur gute Sachen, es gibt auch Kritik. Ja, das ist normal, wenn man nach außen tritt. Ja. Das gehört leider dazu.